Wir sind hier beim letzten Pedestrian Market in Kensington Market am Viertel in Toronto. Pedestrian Markets finden hier von April bis Oktober statt, immer am letzten Sonntag des Monats. Und wie gesagt, jetzt ist Oktober, also ist hier gerade der letzte für dieses Jahr, kurz vor Halloween, also viele Kostüme und so weiter hier. Viele Sachen, die mit Halloween und so weiter zu tun haben. Und ja, ist immer sehr bunt und immer viel zu gucken hier. Der Grund, warum es Pedestrian Market heißt, ist, weil hier die Straßen sonntags für Fahrzeuge geschlossen werden. Also an dem Sonntag, wo das Ganze hier stattfindet, das Event, sodass alles offen ist für Fußgänger und die Leute hier so rumlaufen können, ohne sich auf den Verkehr konzentrieren zu müssen. Gibt es überall Stände, wo man Essen, Trinken, Snacks und so weiter kaufen kann. Kensington Market ist so das Hippie-Viertel hier in Toronto. Viele verrückte Läden, viele verschiedene Restaurants. And I like party. Please come inside the Coco Market. Live-Musik ist hier auch immer ein Ding. Hier gibt es auch einen der besten Döner-Shops in Toronto, Ottos Berlin Döner, also Döner nach deutscher Art gibt es hier. Sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen, wenn man in Toronto Döner essen möchte. Currywurst gibt es da übrigens auch. Das ist hier nicht so üblich, also es gibt nur ein paar Orte, wo man deutsches Fastfood hier essen kann. Das ist eins davon. Hier in Kensington Market gibt es halt auch viele so alternative Restaurants, also vegane Küche und so ein paar spezielle Sachen. Also ist immer ganz nett hier zu gucken, wenn man irgendwas finden will. Also auch zum Beispiel vegane Bäckerei oder so. Da gab es hier, glaube ich, eine der ersten in Toronto. Ja, immer ganz nett hier, gut besucht. Wie gesagt, außerhalb dieses Events, dieses Pedestrian Sunday, gibt es hier halt auch so viele Läden, insbesondere Second-Hand-Läden, was halt hier auch gut besucht ist. Aber wenn dieses Event hier stattfindet, ist halt immer noch viel mehr Leute, die hier unterwegs sind. Jeder macht Fotos und filmt, weil hier halt viele Leute irgendwelche Sachen aufführen, also von Comedy bis Tanzen. Live-Musik gibt es hier eigentlich alles. Wie man sieht, gibt es ja viel Street Art, viel Graffiti und die Häuser sind bunt bemalt. Die Straßen haben sie ja auch bemalt und bemalen weiterhin. Es wird immer mal wieder aufgefrischt hier. Das Ganze ist kostenlos, also man zahlt hier keinen Eintritt oder so, sondern kommt hier einfach hin. Es ist immer sonntags, letzter Sonntag im Monat, April bis Oktober, fängt so gegen 1 Uhr an und dann ja so bis zum Abend. Da wird es dann irgendwann weniger und die Stände werden abgebaut. Hier gibt es viele
lateinamerikanische Läden, also so Supermärkte auch, wo man zum Beispiel Sachen wie Salsa oder irgendwelche Spezialitäten aus Südamerika kaufen kann. Ach guck, da gibt es ein Halloween-Kostüm. Hier sind die Leute unterwegs. Hier gibt es auch immer im Oktober während dieses Events wird ein Kostümwettbewerb veranstaltet. Einer für Kinder, einer für Erwachsene. Und der Gewinner bekommt dann, ich glaube, irgendein Music. Also hier gibt es sogar schon Glühwein mittlerweile. Die Damen, die da als Engel verkleidet waren, hatten schon den Glühweinstand aufgebaut, obwohl die Temperaturen hier momentan noch relativ warm sind. Der Herbst hier ist eigentlich, also ich finde immer eine der schönsten Jahreszeiten in Toronto. Also gerade auch zum Besuchen eine der schönsten Zeiten, weil es noch warm genug ist. Es gibt viele handgemachte Sachen, wie man sehen kann, und lateinamerikanische Küche. Yeah, it's like low-key, that's the situation. Oh, do you want it too? Hier gibt es die Ecke, wo es viele selbstgemachte Produkte gibt, also handgestrickte Mützen, Socken, Deko, Schmuck. Kerzen, Seife, also relativ viel. Levers as well, if you remember. One for
How are you doing, my friends? Hier in dieser Straße gibt es viele von den Second-Hand-Läden in Toronto. Momentan viel los, weil die Leute Halloween-Kostüme kaufen. Und hier wird man fündig, was so allerlei witzige, verrückte Klamotten angeht. Wir filmen übrigens, also die Stellen, wo die Leute handgemachte Kunst anbieten, filmen wir meistens nur von Weitem, weil die Leute natürlich ihre Designs und so weiter weiter verkaufen möchten, und wegen der Privatsphäre wird man dann auch öfter gebeten, das nicht so im Detail zu zeigen. Viele von den Verkäufern leben halt davon und verkaufen ihre Waren zum Beispiel auf Etsy oder auf anderen Online-Plattformen und kommen dann hier zu diesem Event, um dann hier vor Ort zu verkaufen. Hier gibt es halt viele Leute an jedem Sonntag, die hier mit Kameras rumlaufen und Fotos machen oder Videos, weil hier einfach immer was los ist. Und von Live-Performance bis zu handgemachten Sachen findet man alles. Hier gibt es noch ein ganz nettes Café, das schwedisch Fika heißt und ja, verkauft eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die also die verkaufen, glaube ich, bestimmte Plätzchen, die es auch in Schweden gibt, und bestimmte Kaffeemischungen und Dekoprodukte, die es so auch in Schweden gibt, aber ansonsten halt ganz normales Café, wo man Kaffee trinken kann, mit einem kleinen Patio davor zum Sitzen, was ganz nett ist. Wie gesagt, hier gibt es halt viele Secondhand-Läden, Secondhand-Kleidung vor allen Dingen, teilweise Schuhe und viele Leute, die halt hier kaufen. Also momentan, wie gesagt, Kostüme sind ziemlich angesagt, was Halloween angeht, aber ansonsten auch kann man hier halt, wie gesagt, Winterjacken, Schuhe, alles was man so braucht, bekommt man hier. Man sieht hier halt auch immer auf den Märkten, dass gerade so handgemachte Sachen und auch Secondhand-Sachen, also Vintage, wie das hier so schön heißt, sind sehr beliebt. Also gerade auch bei jungen Leuten, die Sachen hier kaufen und die dann tragen, wo man halt entsprechend günstig seine Klamotten oder seine Schuhe etc. kaufen kann. Gibt hier halt auch einige Läden mit Bedarf fürs Haus, für die Wohnung, Einrichtung etc., Deko, wie gesagt. Einige Sachen aus Indien, Nahost, China ist, also Chinatown ist ja halt hier um die Ecke. Gibt es halt auch viele asiatische Verkäufer. Und ja, wie man hier an den Schildern sieht, kommen wir jetzt langsam Richtung Chinatown. Wenn man hier weitergeht, ist man dann auf der Straße. Wie man hört, gibt es hier ziemlich viel Musik momentan. Deswegen muss man immer gucken, wo man hier filmen kann, weil die Musik teilweise sehr, sehr laut ist. Wir sind jetzt sozusagen einmal auf dem Rückweg auf der Augusta. Früher ging es hier noch weiter, aber ich weiß nicht, vielleicht weil es auch so spät im Jahr ist, ist nicht mehr viel
ist nicht mehr ganz so viel los hier südlich. Das Viertel hier ist übrigens vor allen Dingen tagsüber relativ sicher. Allerdings, wenn man hier zum Beispiel mit dem Fahrrad herkommt, muss man ein bisschen aufpassen. Also Fahrrad sollte man hier nicht unbedingt anketten, es sei denn, man hat sehr, sehr gutes Schloss. Wir wissen leider aus eigener Erfahrung, dass das hier schnell geklaut werden kann in diesem Viertel. Aber wie gesagt, zum Rumlaufen ist es relativ sicher. Hier ist immer viel los, sehr gemischtes Publikum, viele Familien, auch oft mit Kindern. Also gar kein Problem hier rumzulaufen, vor allen Dingen tagsüber. Nachts ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Nicht unbedingt, dass es nicht sicher ist, aber ich glaube, es gibt einfach ein bisschen mehr Probleme generell jetzt in Toronto, die es vorher nicht gab. Und dies ist halt nur ein Viertel, was auch betroffen ist davon. Jetzt kommen wir wieder hier in den sehr belebten Teil vom Pedestrian Sunday und später Nachmittag mittlerweile, aber immer noch gut besucht und viel los. Die meisten Läden hier gibt es hier schon ziemlich lange, aber mittlerweile haben auch einige neue aufgemacht. Aber wie gesagt, also die, würde man sagen, 80-90% sind schon sehr lange hier. Von den Läden hier haben auch eigene Stände davor, um halt noch mehr Besucher anzulocken, weil, wie gesagt, während dieser Pedestrian Sundays hier in Kensington ist halt immer super viel los, viel mehr als normalerweise. Es ist auch relativ viel Halloween-Deko hier, Leute, die sich verkleidet haben. During the day. Das ist eins der Events, wo es auch mehr darum geht, sehen und gesehen werden. Viele Leute hier schon sehr individuell gekleidet, ziemlich gemischtes Publikum.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir ein bisschen später sind, aber eigentlich ist es noch relativ früh hier für das Event. Aber heute sind nicht so viele Performances, die man sehen kann. Weniger Live-Bands und so weiter. Normalerweise gibt es ein bisschen mehr von Street-Performern und so weiter. Heute etwas dürftig, aber wie gesagt, vielleicht weil es auch später im Jahr ist und es der letzte ist heute. Ich weiß nicht, vielleicht ist das alles schon ein bisschen vorbei an dieser Stelle. Normalerweise viel südamerikanische Musik, die hier gespielt wird. Aber wie alles in Toronto ist es auch hier relativ gemischt. Publikum und Läden und so weiter. Das Auto hier gibt es auch schon ewig. Sieht man ihm wahrscheinlich auch an. Das kommt hier irgendwie immer seit dem Frühling zum Einsatz. Die Leute machen Fotos. Es gehört zu Kensington Market dazu. Sozusagen das Maskottchen. Findet man auch immer recht alte Sachen. Also zum Beispiel, wenn man noch LPs oder so finden möchte, wenn man noch einen LP-Player zu Hause hat. Das ist so eins der Viertel, wo man solche Sachen findet. Hier gibt es den selbstgemachten Ahornsirup. Und scheint doch noch einen Live-Performer hier zu geben. Mal schauen, was das hier wird. And so yeah, what think about what we like to do is to focus on the common points between all the different questions that we have in the planet. There's so much in common, from different rhythms, from different melodies, from different ways of singing or doing things, from different instruments that are used around the world. And we like to focus on that and not the differences, because we believe in a world where we can be all together like this right now. From all around the world together, happy, in peace, celebrating life and freedom. Hi everyone, how are you doing? Good? Nice. So, I will sing a classic song from Algeria. I think some people may know it. For the people that don't know the song, it's the moment, you know, to dance with the...
عملته اللي قلته اللي عملته